sind heute beim Mammutmarsch. Ich melde mich von der Strecke. Aber wenn ihr wissen wollt, ob wir es auch bis ins Ziel geschafft haben und wenn wir es geschafft haben, was alles passiert ist, wie lange wir gebraucht haben etc., dann bleibt dran. Wow, to Leipzig. Der erste Whisky ist getrunken. Uha. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Leipzig. So ist es. Trophäenbuch voll machen. Wie sagt man so schön? Not macht erfinderisch. Wie ihr gerade gesehen habt, manchmal kommen unerwartete Sachen auf so einer Tour dazwischen. Wir mussten uns gerade, wie ihr gesehen habt, die Roller mieten und damit zum Bahnhof fahren, damit wir unseren Zug noch bekommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Da irgendein Autounfall oder irgendwas war und deswegen die Bahn nicht gefahren sind. Zum Glück kannte man den Bahnfahrer, der uns diesen netten Tipp gegeben hat. Beste Grüße an Chris, ja. Bester Strapazenbahnfahrer Potsdam. Richtig, weil sonst hätten wir die Bahn jetzt verpasst. Richtig. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Fernseher, 2 Betten, nichts Besonderes. Hier haben wir einen schönen Ausblick auf den Bahnhof. Jetzt wird sich kurz frisch gemacht, auf Toilette gegangen und dann gehen wir noch was essen, eine Kleinigkeit, was trinken. Ja, und dann wird es auch schon ins Bett gehen. Ja, ich werde ein paar Sneak Peeks machen, dass ihr ein bisschen seht, was wir essen und sowas, und dann geht es morgen früh um 5 Uhr ist der Plan aufzustehen. Um 6.30 Uhr geht es frühstücken und um 7 Uhr wird es hier dann losgehen und zur Galopprennbahn, Uha! wo wir den Mammutmarsch dann starten. Jawohl, willst du noch was sagen, Feno? Nee, ich muss mir das mal alles angucken hier. Also der Flur ist sehr dreckig draußen, ja. Jetzt gucke ich mir die Betten an, wie die aussehen, hier, ob wir uns irgendwelche Wanzen holen oder was. Ansonsten schauen wir mal. Also auf wir jeden Fall nennen, mal Glück, dass es 2 Einzelbetten sind, ja? ja, sonst hätte Feno Das ist ein der- Riesenproblem gehabt. Hier ist der Abstand gewahrt, Leute. Hier, guckt euch das an. Ja, da kriegt der Begriff Besucher ritzt eine ganz andere Bedeutung, ja. So, wir sind jetzt noch im Restaurant, haben uns gerade unser Essen bestellt und Feno war der Meinung, was hast du bestellt? Sambuca. Sambuca, ja, und normalerweise kriegt man 2 CL, die haben uns hier gleich mal 20? mit einem halben Glas voll beehrt. Aber naja, was muss, das muss. Guten Morgen, wir haben es jetzt 6.10 Uhr. Haben uns gerade angezogen, frisch gemacht, fertig gemacht, wie man sieht. Topfit. Feno auch top motiviert. Alter, aber richtig, Junge. Aber Zeit läuft, Zeit läuft. In 20 Minuten gehen wir zum Frühstück und dann geht's hier los. Gestern war doch ein bisschen doller als gedacht, dank Feno. Aber nichtsdestotrotz muss heute abgerissen werden. So, das ist unser Frühstück. Uns geht's blendend, wie man sieht. Und nach dem Frühstück geht's dann los zum Taxi und dann Richtung Galopprennbahn. Hochmotiviert, in 10 Minuten geht's los. Wir haben heute die 3. Auflage unseres Events hier in Leipzig und ihr werdet sehen, ihr lauft hier durch viel Grün. Ihr kommt unten am See entlang, ihr lauft am Völkerschlachtsdenkmal entlang. Man hat damals zu DDR-Zeiten mal überlegt, den südlichen Teil hier komplett abzugraben, um an Braunkohle zu kommen. Ich glaube, wir werden uns heute am Ende des Marsches einig sein, dass es gut ist, dass das nicht passiert ist. Jetzt mal eine kurze Frage. Wer von euch ist heute zum ersten Mal beim Mammutmarsch mit dabei? Dann würde ich mal alle anderen bitten, die schon mal hier waren, für unsere neuen Mammuts einen riesigen Applaus zu machen und mal ein bisschen zu jubeln. Ansonsten ist es heute auch wieder relativ warm, nicht so heiß wie befürchtet, aber bitte achtet ein bisschen aufeinander. Wenn es jemandem schlecht geht, guckt mal kurz nach, gebt vielleicht Wasser, helft euch gegenseitig. Wir haben alle 10 Kilometer einen VP, da bekommt ihr immer was zu trinken. Es soll also alles gut laufen, aber passt ein bisschen aufeinander auf. Letzter wichtiger Punkt, ihr lauft sehr, sehr viel durch Wald. Wir haben eine Riesenveranstaltung heute, da bleibt leider immer Müll liegen. Wir bitten euch dringend, auch dafür, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfinden kann, nehmt euren Müll bitte mit. An jedem VP habt ihr Müllsäcke, sammelt das ein. Wir haben alle ein Interesse daran, dass unsere schönen Wälder hier sauber bleiben. Dann kommt bitte mal alle noch einen Tag nach vorne, sammelt euch hier.
Und dann möchte ich jetzt noch einmal von euch den Mammutschrei hören. 3-mal. Ich gebe euch Mammut, ihr sagt Marsch. Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Super, dann machen wir jetzt von 10 runter alle zusammen. Und in 10 Sekunden geht's für euch los auf den Mammutmarsch Leipzig 2022. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß euch! So, die erste Stunde ist rum. Wir haben ungefähr 6 Kilometer. Probieren das Tempo so zu halten. Mit der einzigen Änderung zum letzten Mal, dass wir probieren werden, alle 20, 30 Minuten das Tempo etwas anzuziehen für ein Stück. Und dann vor 19:30 Uhr auf jeden Fall im Ziel zu sein. Noch geht es uns gut, würde ich behaupten. Kannst du behaupten. Also mir geht's gut. Mir geht's immer gut. Mir auch. Sehr schön. Und ja, trotz des Abends gestern ist alles im grünen Bereich. Ja. Und hier schöne Landschaft. Jawohl, macht Spaß. So ist es. Genau. So, Stunde 40 ist rum und die ersten Zähne, wenn Feno da mal weggehen würde, die ersten Zähne sind geschafft. So ist es. Und jetzt geht's einfach mal direkt weiter. Ja. Ohne groß zu schnacken, ohne Weiter Pause. Noch 45. Genau so. Wir hoffen natürlich ganz stark, ja, wir gehen ganz stark davon aus, dass wir um 17 Uhr allerspätestens so was. im Ziel Sag sind. nicht so was, Mann. Also, Feno fässt mich schon wieder die ganze Zeit an. Ja. Ja, der erste Backstein ist schon geflogen, hab ihn leider verfehlt. Der nächste wird treffen. War wahrscheinlich gestern das falsche Zielwasser, was der Buzzi getrunken hat. Richtig. Genau. Na gut, wir sehen uns. Wir waren gerade am ersten Checkpoint. Feno hat kurz sein Getränk aufgefüllt. Jetzt geht's weiter. Haben jetzt 18 Kilometer oder so. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Tempo anziehen, damit wir das alles in der Zeit schaffen. Blöderweise ist mir auch gerade die GoPro runtergefallen. Jetzt geht sie nicht mehr an. 20 sind geschafft. Fehlen noch 35. Feno ist schon weiter. Wie gesagt, wenn die Tonqualität jetzt scheiße ist, tut es mir leid. Aber die GoPro geht irgendwie nicht mehr an. Und ja, muss jetzt alles mit dem Handy passieren. Deswegen auch ein wenig wackeliger. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Es ist sehr warm, 27 Grad. Und einfach geil. Wir sind hier gerade beim Denkmal. Ein Riesenteil. Ist mega schön. Jetzt vielleicht bei Kilometer 22, 23. Leute, guckt euch das an. Sieht das nicht krass aus? Davor mit diesem schönen See. Feno ist top motiviert mit seinem geschickten Anglerhut. Wir haben Bock. Das Gesicht ist zwar schon rot, schwitzen, es ist heiß, aber gut, wird durchgezogen. Mal eine kurze Zwischeninfo. Wir sind jetzt bei Kilometer 25,5 ungefähr, 26 vielleicht. Und ich habe gerade mal geguckt. Ich habe tatsächlich in der ganzen Woche weniger Schritte gemacht als bis zu Kilometer 20 circa. Was natürlich dann auch sein Ranzen zur Geltung bringt. Aber der da drüben sieht auch nicht besser aus. Er läuft halt einfach nur mehr als ich. Also das, was wir hier machen, läuft ja unter der Woche auch mal.
auf nebenbei. Und ich nicht mal ansatzweise. Aber wir haben jetzt ein neues Ziel. Und zwar Oh Gott, nein. wollen wir Probier probieren, nicht aus. Eck mal raus. den ganzen Scheiß, genau, deswegen zieht er das Tempo an, weil wir probieren wollen, den ganzen Scheiß in 10 Stunden runterzureißen. Deswegen haben wir das Tempo ein bisschen angezogen, wollen wenig bis gar keine Pausen machen, nur zum Trinken auffüllen und somit probieren, im 10-Stunden-Radius zu bleiben. Und damit laufen wir jetzt wieder schneller. Die Halbzeit ist geschafft. Wir waren gerade am Versorgungspunkt. Nummer 2. Genau, ich habe mein Wasser aufgefüllt. Genau. Und das Coole ist, wir haben jetzt 5 Stunden gebraucht. Also, wer gut in Mathe ist, der weiß, dass wir weit vorne sind. Richtig, und möglicherweise unser Ziel sogar erreichen können, was wir uns gesetzt haben. Ja. Wenn wir jetzt nicht doll nachlassen mit dem Tempo. Richtig. Aber wie ihr wisst, Und wir das ist immer. und wir halten euch auf dem Laufenden. So ist es. Rock'n'Roll. Die größte Schikane ist geschafft. Wir sind jetzt oben auf dem Berg. Nur um jetzt hier einmal rumzulaufen und dann wieder runter zu laufen. Naja, was soll's. Und 30 Kilometer, wie ihr gesehen habt, sind auch geschafft. Jetzt sind es nur noch 25. Aber guckt euch diese Aussicht an. Ja, dafür hat es sich doch schon gelohnt. Der letzte Versorgungspunkt ist hinter uns. Wir sind jetzt an der 40. Wir haben noch 15 Kilometer vor uns und haben noch unseren Rechnungen zufolge nicht ganz 3 Stunden, in der wir das auf jeden Fall schaffen wollen eigentlich. Und wenn wir 5 Minuten länger brauchen, ist das so. Richtig. Aber wir wollen eigentlich, war unser Ziel die 10 Stunden, wie schon vorhin gesagt. Wir Das sind Ziel wurde aber auch erst vorhin bekannt gegeben. Richtig. Das ist schon mal ganz wichtig. richtig, habe ich ihn, das war meine Überraschung an ihn. Ja, Aber ich bin guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall schaffen können. ja, ganz wichtig. Ich möchte mal an der Stelle hier noch kurz den anderen Teil von Spot to Work grüßen, den Marcel, der Jawohl, heute schon wieder keinen Bock hatte. richtig, weil er faul ist und alt. Ja, und dann möchten wir natürlich noch die Melanie grüßen, recht herzlich. Jawohl, Grüße gehen raus. Richtig. Ja, und natürlich auch die ganzen anderen, die hier mitlaufen und die sich den Film hier anschauen. Die ganzen Chaoten. Richtig. So, wir melden uns dann nochmal. In Kürze. Na jawohl. Die 50 sind voll. Es hing zwar kein 50er-Schild da, aber dafür das 25er-Schild. Und das bedeutet ja dann, dass es auch nur noch 5 sein können. Noch liegen wir gut in der Zeit. Haben jetzt gerade wieder ein bisschen im Tempo aufgebaut. Ja. Und ja, hoffen wir mal, dass wir es vielleicht gerade so schaffen. So, nachdem wir dachten, wir wären jetzt schon bei 51, was wir eigentlich auch sind laut App. Habt ihr ja gerade gesehen, kam da erst das 50er-Schild. Problem ist nur, vor einem Kilometer kam das 25er-Schild und die laufen nur 30 und wir 55. Das heißt, eins von beiden hing falsch. Ich hoffe mal, das 50er-Schild. Aber gut, sei es drum. Jetzt ziehen wir das natürlich durch. Die Füße brennen, bei mir zumindest. Ja, bei mir auch. Blase, hinten, Hacken. Aber ja, hey, Rock'n'Roll. Jawohl. Scheiß drauf, Schmerz ist völlig überbewertet. Schmerz, wie sagt Fritz immer, Schmerz ist nur Schwäche, die deinen Körper verlässt. Und damit sehen wir uns im Ziel wieder. Wir sind jetzt zwar an der Straße, aber ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe zwar gesagt, wir melden uns erst im Ziel wieder, aber, weiß nicht, ob man es erkennt, die Red Bull Arena ist bald geschafft, die Scheiße. Ich auch. Ja, vielleicht laufen wir einfach noch ein Stückchen weiter. Nein, tun wir nicht. So, Freunde, es sind noch 20 Meter Ja, und dann sind wir drin. sind wir am Ziel. Und, was sagt die Uhr? 10 Stunden, 1 Minute. 10 Stunden, 1 Minute. Also leider nicht ganz, aber fast. Und wir werden natürlich tatkräftig unterstützt.
jetzt im Ziel, haben es geschafft. Das ist erstmal ein Radler. Wir haben jetzt 10 Stunden und 4 Minuten, glaube ich, gebraucht. Ja, uns geht soweit gut. Und jetzt endlich hier eine schöne Medaille. Feno auch. Ich habe auch eine Medaille. Grüßt euch. Yes, we did it. Und jetzt geht's auf nach Wuppertal. Den Endgegner. Für mich nicht, aber ich wünsche Feno natürlich viel Glück dabei. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.